Mein Name ist Nikolai Beer von Beer-Rödel Nicologics Architects. Ich habe eine kleine Entdeckung gemacht, und zwar ein Projekt von Mies van der Rohe, das komplett verschollen und auch leider eben im Krieg zerstört worden war, wiederentdeckt, als ich mich auf den Weg gemacht hatte nach Brünn und dort die Villa Tugendhat besichtigte und meiner Großmutter eine Postkarte schickte, die die großen Panoramascheiben der Villa Tugendhat mit dem Blick hinaus über die Stadt von Brünn zeigten. Als sie diese Postkarte erhielt, erinnerte sie sich sofort, dass genau so eine versenkbare Scheibe wohl in ihrem eigenen Garten eingebaut war. Wie kam es dazu? Meine Großmutter hatte schon früh in Essen während der Kriegsjahre sehr die Haumannshöhe bewundert und dort bei einem Spaziergang ein Foto geschossen mit ihrer Freundin, wo man im Hintergrund eine große Villa sieht. Das ist die Villa Henke. Ernst Henke war damals RWE-Vorstand in Essen und hatte in dieser Villa ein eigenes privates Kunstmuseum und hatte sich auf der Gartenseite einen Wintergarten von Mies van der Rohe erbauen lassen. Und sie hatte nur dieses eine Foto von dem Spaziergang noch, und ich habe mit einer Spiegelung Ihnen jetzt so in etwa das Volumen dieser Villa wieder rekonstruiert, sodass Sie sich vorstellen können, wie die Villa wohl mal ausgesehen haben muss, bevor die Bomben kamen. Es muss wohl eine Luftmine gewesen sein, da meine Großmutter gesagt hatte, es war nichts mehr, was aus dem Erdboden herausragte, das noch vorhanden war. Es ist alles dem Erdboden gleich gemacht worden. So ist nur das vorhanden, was im Keller noch da war und was im Garten im Erdboden eingebaut war, sprich ein kleines Bassin, das meine Großeltern dann später auch benutzten noch. Es kam nämlich so, dass mein Großvater an der Ecke Virchowstraße-Schönleinstraße sein erstes Haus erbaute und der Schwager von Herrn Henke diesen schnellen Baufortschritt bewunderte und somit meinen Großvater beauftragte, zumindest seine Hälfte auf den Ruinen der ehemaligen Villa Henke wieder zu erbauen. Und als Herr Henke selber kein Interesse mehr hatte, die andere Hälfte weiter zu erbauen, hat meine Großmutter sich darum bemüht, dass sie diese Hälfte mit ihrem Architekturbüro und ihrem Privathaus bebauen durften. Und so kam es, dass sie in den Besitz dieser Virchowstraße 124 kamen und diesen Wintergarten von Mies van der Rohe mit dem darunter versteckten Keller, mit der ganzen Apparatur, wo die Scheibe zu versenken war, vorfanden. Und meine Großmutter hätte gerne zusammen mit meinem Großvater das damals wieder gerettet und errichtet, aber es war einfach unerschwinglich, weil schon vor dem Krieg kostete allein dieser Anbau so viel wie ein ganzes Einfamilienhaus. Und sie konnten zumindest noch die Travertinplatten retten und im eigenen Haus dann verbauen. Aus dem ehemaligen Wintergarten machten sie eine Gartenterrasse, und an der Kante dieser Gartenterrasse ist auf einem Foto sogar noch diese Schiene sichtbar, wo das Fenster quasi versenkt war. Außerdem ist auch noch das Bassin auf Fotos zu sehen, das ja auch nicht in dieser Bombennacht zerstört wurde. Was mir aber noch fehlte, war eben jetzt ein Dokument, wie denn dieser Wintergarten von Mies van der Rohe aussah. Und der Zufall wollte es, dass ich über das Kulturforum in Starnberg den Professor Tegethoff kennenlernen konnte und er mir am Zentralen Institut für Kunstgeschichte in München ein Dokument zeigen konnte, das erstens mal eine lange Korrespondenz zwischen Mies van der Rohe zeigte und aber auch eben Bilder von dem damaligen Wintergarten. Und so sehen wir heute ein Projekt von Mies van der Rohe, das es so leider nicht mehr gibt. Aber wenn man die Bilder zum Vergleich zieht von der Villa Tugendhat in Brünn, dann kann man sich vorstellen, was das damals eben doch für ein Eindruck gewesen sein musste, an dieser 7 Meter großen Scheibe zu sitzen mit Blick in den Garten von der Virchowstraße 124.